Hey Hosters und Sternchen, was geht? Ich wurde auf einen Beitrag im Tanky Online Forum aufmerksam gemacht. Es geht hier um Tanky Classic und das Ganze ist nicht von irgendeinem Spieler gepostet worden, sonst hätte es nicht unbedingt Bedeutung, sondern nein, von einem Entwickler, der natürlich entsprechend sehr stark involviert ist in Tanky Classic, in die Entwicklung und Vorantreibung dieses Spiels. Und deswegen hat das natürlich auch ein gewisses Gewicht, was hier steht. Das Original wurde auf Russisch verfasst, aber natürlich, ihr könnt es ja hier eindeutig sehen. Ich habe es natürlich im Browser übersetzen lassen auf Deutsch, damit wir uns das Ganze hier mal gemeinsam angucken können. Heißt aber auch, es wurde hier nicht zu 100% wortgenau übersetzt, aber sinngemäß sollte weiterhin die Kernbotschaft erhalten geblieben sein. Die ersten 2 Sätze, die können wir einfach überspringen und dann starten wir mal mit dem nächsten. Natürlich handelt es sich aktuell nur um einen kostenpflichtigen Alpha-Test, bei dem Accounts gelöscht werden sollen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich zur Teilnahme entschieden haben. Dennoch zeigt dies deutlich, was passiert, wenn das Spiel nur wenig online ist, und das sollte man sich unbedingt vor Augen halten. Natürlich werden die Accounts nicht gelöscht, ja, wie gesagt, nicht unbedingt so super übersetzt, aber es ist ja klar gewesen, dass die Accounts dann immer mal wieder zurückgesetzt werden in der Testphase. Und ja, natürlich zeigt es auch, was passiert, wenn es einfach wenige Spieler gibt im Spiel, die online sind. Das muss man, glaube ich, keinem erklären, oder? Das Spiel muss unbedingt so angepasst werden, dass alle Ränge gegen alle anderen Ränge antreten können. Ein kleiner Kern von Spielern wird dauerhaft bestehen bleiben, aber dieser Kern wird klein sein und für diejenigen, die es nicht rechtzeitig zum Serverstart geschafft haben, ist es völlig sinnlos, gegen diesen Kern zu spielen. Und das kannst du halt im Grunde auch auf alle anderen Spiele übertragen. Aber ja, jetzt stellt euch vor, die Unterschiede zwischen M0 und M3 wären noch gewaltiger und du müsstest nur gegen solche Leute spielen, weil du einfach zu spät angefangen hast, zu wenig gespielt hast, mit M0 startest und nur M3-Gegner hast, weil du einfach nur 2 Schlachten zur Auswahl hast und die Gegner sind im Grunde gleich. Ja, der Spielspaß leidet natürlich darunter und dann ist man wahrscheinlich gewillt, einfach aufzuhören, weil es für einen keinen Sinn ergibt. Die Annahme, Reichweitenbegrenzungen würden die Spielbalance beeinflussen, ist ein Trugschluss. Eine Verschärfung der Reichweitenbegrenzung wäre ein fundamentaler Fehler, der das Spiel letztendlich zerstören würde. Es ist sinnlos, erneut zu erklären, dass die Hoffnung auf unerwartete Neuzugänge für Classic vergeblich ist. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass ich immer wieder Spieler sehe, die Lösungsansätze vorschlagen, welche Classic genau aus dieser Perspektive betrachten. Es wird keine neuen Spieler im Classic-Modus geben, vergiss das und merk dir das. Das klingt hart, aber ja, es gab sicherlich Leute, oder gibt noch immer Leute, die die Hoffnung haben oder hatten, dass wenn Classic rauskommt, auf einmal massenhaft neue Spieler kommen, weil sich, keine Ahnung, das Ganze so rumspricht und alle das super finden werden. Aber ja, ich denke mal, die Realität zeigt halt nun mal dann ein anderes Bild oder wird es dann am Ende auch zeigen, wenn das Spiel dann richtig draußen ist. Was soll ich sagen? Ist halt nun mal so, ne? Wenn niemand von diesem Spiel weiß, dann wird es am Ende auch keiner spielen. Punkt. Ja, Tanky Online kann auf allen Plattformen verfügbar sein, aber wenn es nirgends sichtbar ist, dann wird es halt auch keine Spieler anziehen können. Wenn du erstmal 100 Spiele irgendwie durchscrollen musst, bis du auf Tanky Online kommst, also das wird keiner machen, ja. Und bei Tanky Classic ist es halt noch schlimmer. Also wie sollen Leute auf dieses Spiel kommen? Das heißt, das Ganze ist halt wirklich ein Zusatz für aktive Spieler, die sich so ein bisschen nach der alten Zeit sehnen, die sie einfach mal wieder so ein bisschen aufleben lassen möchten, aber halt von offizieller Stelle. Ja. So. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Reichweitenbegrenzung zu erhöhen. Die einfachste, die bereits getestet wurde, ist, den Leistungsunterschied zwischen M0 und M3 zu verringern. Ich möchte es nicht so weit treiben, dass es keinen Unterschied mehr im Geschützschaden oder im Panzerschutz zwischen den Modifikationen gibt, aber ich denke, es ist wichtig, den Unterschied weiter zu verringern, bis neue Spieler problemlos mit maximaler Reichweite gegen erfahrene Spieler antreten können. Ja, im Grunde, also
die Idee dahinter ist, dass es halt so wie jetzt auch nachher bleiben soll. Also du kommst rein und siehst eigentlich alle Schlachten und könntest halt auch in alle reingehen, aber du sollst halt nicht komplett fertig gemacht werden, wenn du M0 hast und nur noch gegen Leute antreten kannst, die M3 haben. Das heißt also, die Hürde für neue Spieler soll halt möglichst gering gehalten werden, dass sie halt nicht komplett dominiert werden von den anderen, sondern auch eine Chance haben. Und es ist ja klar, also wenn du halt, sag ich mal, auf einmal eine halbe Stunde brauchst zum Leveln von Rekrut auf den nächsten Rang, einfach nur um 100 EP beispielsweise zu bekommen, wenn du dafür eine halbe Stunde brauchen würdest, weil du es halt einfach nicht schaffst, irgendjemanden zu vernichten, ja, dann wirst du dem Spiel aber direkt den Rücken kehren. Ist halt so. Selbstverständlich ist eine Desinfektionsphase nötig, damit alle die Auswirkungen dieser Änderung spüren können. Wir bereiten die erste Desinfektionsphase in Kürze vor. Ja, ich habe es ja gesagt, das Ganze ist nicht so zu 100% genau übersetzt. Aber was hier gesagt wird, ist eigentlich, die Accounts werden zurückgesetzt. Punkt. Mit dem ersten Wipe, ist interessant, dass er das so übersetzt hat, haben wir beschlossen, die Arbeiten am Premium-Account vorzuziehen. Der Kauf über ein Abonnement ist natürlich weiterhin nicht möglich, da weitere Wipes geplant sind. Die Vorteile eines Premium-Abonnements sind jedoch bereits aktiviert. Was Ihnen jetzt wichtig ist, oder für uns wichtig ist, erstens, der Erfahrungsbonus. Der Bonus wird deutlich geringer ausfallen, nur plus 25%. Also das heißt, 25% mehr EP, die du machst, wenn du Premium hast. Zweitens, Möglichkeit zum Erstellen von Schlachten. Spieler ohne Premium-Konto können die Schaltfläche Schlacht erstellen nicht nutzen. Sie können jedoch jede bestehende Schlacht in der Schlachtliste spielen und eine Standardschlacht erstellen, indem sie auf die Schaltfläche Schlacht starten klicken. Gut, das Ganze wurde ja auch schon vorher kommuniziert, dass das halt so sein wird. Aber, jetzt wird's interessant. Drittens, Möglichkeit zum Schreiben im Chat. Wir sind bereits zu dem Schluss gekommen, dass ein kostenpflichtiger Chat ein guter Schutz vor einer Vielzahl von Problemen ist. Ja, ich glaube nicht. Also ja, ich glaube das schon, wenn man das so schreibt, natürlich. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Jetzt stellt euch mal vor, also was, okay, anders gesagt. Wenn ihr so an die alte Zeit auch denken wollt, das, was ja auch so ein kleines Highlight war, war auch der Chat. Man konnte sich mit Leuten unterhalten, ja. Und jetzt stellt euch vor, das fällt einfach weg. Ihr könnt einfach nicht schreiben. Ohne Premium. Ja. Kann man nicht an dieser Stelle einfach ein paar weitere Moderatoren nehmen? Sollte die Spielerzahl nicht groß genug sein, da vertrauenswürdige Leute zu finden? Das müssen ja nicht 30 Stück sein. Ein paar reichen ja. Naja. Okay. Wie erhalte ich eine Premium-Version? Während der Testphase bleibt Premium für Kristalle verfügbar. Der Preis wird natürlich deutlich reduziert. Nach dem Wipe planen wir automatische Boni für gekaufte Early Access SP hinzuzufügen. Also für die Pakete. Ihr könnt dann Container verdienen und diese mit jedem Wipe erneut öffnen. Besitzer des Silber- oder Goldpasses erhalten ebenfalls einen Premium-Account sowie diese Boni. Ja, der Wipe, damit ist natürlich auch wieder das Zurücksetzen der Accounts gemeint. Aber ja, das ist natürlich spannend. Das heißt also, in Kürze werden wir dann hoffentlich das auch dann miterleben können und dann auch die Belohnungen erst einmal sehen, die dann halt wohl immer wieder neu zurückkommen, weil natürlich auch immer wieder die Accounts zurückgesetzt werden in der Testphase, ne? Aber ja, wer sich Premium erstmal testweise holen will, kann das dann für Kristalle machen. Schade ist, dass es hier noch keine Äußerung dazu gibt, wie viel Premium am Ende dann tatsächlich kosten wird. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Wir erwägen außerdem Käufern des neuen eigenständigen Joint Ventures
Ja, die Übersetzung. Oder Bronzepass-Inhabern zusätzlichen Zugang zu gewähren, jedoch ohne Premium-Zugang. So können wir die Teilnehmerzahl erhöhen, ein Anliegen vieler Testteilnehmer und gleichzeitig die erworbenen Privilegien erhalten. Das heißt also, ja, wenn es so kommt, wenn man sich dann dafür entscheidet, herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die sich dann den Bronzepass gesichert haben im Shop für deutlich weniger Tankcoins. Ihr werdet eventuell auch Zugang zu Tanky Classic bekommen, bevor es dann richtig losgeht. Einfach um die Teilnehmer, die Spieleranzahl in Classic zu erhöhen. Und das ist sowieso das größte Problem derzeit. Irgendwas Brauchbares an Schlachten zu finden, weil halt einfach die Anzahl der Spieler, die gerade online sind, einfach viel zu gering ist. Und hoffentlich kann man so dann einfach mal das Ganze, keine Ahnung, um den Faktor 5 erhöhen. Ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus. Ja? Oder 10, weiß ich nicht. Es wird sicherlich dann Leute geben, wenn es so kommt, die sich dann sagen, ja cool, okay, für die paar Tankcoins, ja, dann probiere ich das jetzt auch mal aus. Und die sich dann halt im Nachhinein entscheiden, sich das Ganze zu holen, das Paket, um halt einfach schon vorher Classic spielen zu können. Und das wird ja dann die Teilnehmeranzahl nochmal natürlich deutlich erhöhen. Wir werden es sehen. Das erstmal dazu, aber damit ist es auch noch nicht genug. Es geht nämlich hier auf der nächsten Seite weiter. Dafür gehe ich mal hier ein bisschen weiter runter. So. Da haben wir nämlich noch eine weitere Nachricht. Moment. Hier. Alles klar. Es geht hier wieder um eine Antwort. Es wirkt so, als hättest du dich einfach noch nicht entschieden, welche Art von dem Projekt du sehen möchtest. So. Ihr könnt sehen, das ist hier wieder ein bisschen länger. Von Anfang an habe ich gesagt, was ich tue und warum ich Dinge ändere. Warum ich die Dinge ändere. Ein Klassiker muss unbedingt modernisiert werden. Die Spieler sind erwachsener geworden und wollen die Probleme, die das Spiel früher objektiv hatte, nicht mehr erleben. Das Spiel braucht Veränderung, selbst wenn das bedeutet, seinen klassischen Charme zu verlieren. Also ich hoffe eher, dass also in Bezug auf Tanky Online, das Hauptspiel, würde ich das Ganze unterschreiben und sagen, ja, das stimmt. Bei Classic hat man sich ja aber gesagt, dieses Spiel soll dann so bleiben, wie es ist und sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Und Leute wünschen sich halt das alte Tanky Online zurück. Also das 1:1 alte Tanky Online. Warum dann nicht einfach das alte Tanky Online nachbauen mit moderner Software im Hintergrund, mit moderner Architektur, aber halt einfach das Spielgefühl von früher. Das ist ja das, was viele vermissen. Sie vermissen ja nicht eine Abwandlung von dem Alten, weil sich das Spiel unbedingt ändern muss, sondern sie vermissen genau das Alte. Ah gut. Das Problem ist, dass ich zwischen zwei parallelen Das Problem ist, dass ich in zwei parallelen Realitäten lebe. In der einen wollen die Spieler, dass alles identisch ist. 1:1. Ja. In der anderen wollen sie ein modernes Spielerlebnis und ich sehe, wie diese Leute mich anschreien, aber nicht miteinander reden. Kurzer Einwurf von mir an dieser Stelle. Genau dafür wäre doch Tanky Classic und Tanky Online da. Leute, die das Moderne erleben wollen, spielen Tanky Online. Leute, die das Alte erleben wollen, spielen Tanky Classic. Also hätte man das damit nicht eigentlich gelöst? In einem sehr langen Beitrag fragte ich den armen, unglücklichen Spieler, den ich getrollt hatte, alles klar, ob er sich sicher sei, dass die Gegenstände wirklich verbessert werden müssten. Ich wollte unbedingt eine klare und eindeutige Antwort hören. Ja. Ja. Was bekam ich am Ende? Nichts.
Der fiese Kerl meint, ich hätte Unsinn geantwortet. Ich bezweifle nicht, dass die Spieler ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben. Für mich ist das keine Frage, sondern eine Tatsache. Selbst unter Druck weigert sich ein Spieler, eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, um was es hier geht. Ne? Keine Ahnung, was die Frage war, genau im Detail und so und wie die Situation war. Keine Ahnung. Aber würde mich jetzt hier jemand unter Druck fragen, so, wie machen wir Tanky Classic? Wie machen wir Tanky Online? Dann würde ich einfach sagen, macht mit Tanky Online, was ihr wollt. Entwickelt das weiter, macht das schön modern, passt das an die aktuelle Zeit an, macht einfach weiter Spielentwicklung. Was Tanky Classic angeht, macht das, was die Leute sich gewünscht haben. Das alte Tanky Online. Aber gerne halt mit einem modernen Unterbau. Mit einer netteren Engine dahinter, die zukunftssicher ist, weil Flash gibt's halt nun mal nicht mehr. Und das kann man ja alles weiterentwickeln. Aber das, was der Spieler sieht, das, was der Spieler spielen kann ja weiterhin das Alte bleiben. Also das schließt sich doch nicht aus. Und würde man jetzt eine Umfrage starten, hättest du lieber das jetzige Tanky Classic, wie es geplant ist, oder hättest du lieber das alte Tanky Online? Ich glaube, die Umfrage wäre eindeutig ausgegangen. Und sie gehen davon aus, dass das Niveau nach der Veröffentlichung dauerhaft niedrig sein wird. Das stimmt. Wir haben genügend objektive Informationen über die Fähigkeiten von Classic gesammelt. Der Online-Modus mag zum Start beeindruckend sein. Ja. Wird aber innerhalb von 1 bis 2 Jahren unweigerlich nachlassen. Ja, guckt euch mal die Google-Trends an zu Tanky Online. Da ging es mal richtig hoch und dann ging es runter. Ja, hat halt jedes Spiel so irgendwann. Das Spiel benötigt jetzt eine grundlegende Änderung. Das Spiel benötigt jetzt grundlegende Änderungen, um dies zu verhindern. Ja, also, dass das Spiel unweigerlich halt an Interesse verlieren wird. Ich meine mal, man muss ja die Frage klären, wie kommen denn Spieler zu Tanky Classic? Es wurde gesagt, dass irgendwelche Leute, neue Leute kommen, das kann man ausschließen. Okay. Das heißt, du hast jetzt diesen Kern an Spielern, die davon wissen, von Tanky Classic wissen. Und du wirst ja nicht 100% dieser Spiele halten können über die Zeit. Also das wird ja unweigerlich nachlassen. Die Frage ist halt nur, kann das Spiel mit wenigen Spielern überleben? Und ja, klar, dafür muss man dann halt eben gucken, ja, wie gestaltet man jetzt das Spiel? Auf der anderen Seite würde man das alte Tanky zurückbringen, hätte man dann nicht vielleicht mehr Spieler? Und müsste man sich dann diese Fragen vielleicht nicht so im Detail stellen? Wie das Ganze in 10 Jahren aussehen wird, weiß ich nicht. Ja, da kann natürlich das alte Tanky komplett hinüber sein, weil es dann erst recht keinen mehr interessiert. Aber das Classic in dieser Form vielleicht auch. Ja, das wird dann die Zeit erst zeigen. Ich werde Sie nicht dazu drängen, zwischen Unfertigem und Unfertigem zu trennen. Ich bitte Sie lediglich Folgendes zu bedenken. Je mehr Menschen sagen, früher war es besser und es war früher besser, desto besser wird der Klassiker letztendlich werden. Ja. Wir schauen mal, was das Ganze noch so bringt in diesem Jahr. Das erstmal, die Neuigkeiten zu Classic. Hier mal im Forum aufzufinden. Spannende Einblicke und was soll ich sagen? Es gibt Dinge, die kann ich nachvollziehen. Natürlich, dahinter ist auch ein gewisser Druck. Ja? Das muss man auch einfach mal hier fairerweise dazu sagen. So etwas voranzutreiben und nicht die 100%ige Gewissheit zu haben, das Ding wird ein Erfolg, ja, ist natürlich belastend. Und man muss natürlich auch schon im Vorfeld irgendwie sich darüber Gedanken machen, wie kann ich jetzt schon die Weichen so stellen, dass das Spiel auch noch in 1 oder in 2 Jahren spielbar ist. Selbst wenn die Spieleranzahl, sage ich mal, um die Hälfte reduziert wird nach einem Jahr, weil es halt einfach weniger Leute interessiert. Wenn ich keine Schlachten erstellen kann mit Leuten,
weil es halt einfach keine Leute gibt, gegen die ich spielen kann, dann werde ich das natürlich auch nicht spielen. Falls also sich doch mal ein Neuling verirren sollte zu Tanky Classic und er sieht, die Server sind tot, da gibt es keine Spieler, dann wird er natürlich auch nie wiederkommen. Also, dass man da natürlich dann halt versucht, im Grunde die M-Stufen eher als kleine Verbesserung zu sehen. Dass halt wirklich im Grunde, sage ich mal, Rekrut gegen Generalissimo antreten kann, ist vor diesem Hintergrund eine nachvollziehbare Entscheidung. Die Frage ist halt aber nur, ist das Endprodukt am Ende für den Spieler besser, wie man sich halt im Grunde Tanky Classic neu gedacht hat? Oder wäre ein Tanky Classic, was halt einfach nur eine 1:1 Kopie darstellt, am Ende vielleicht doch besser? Auf der anderen Seite wird mir immer wieder gesagt, ja, guck mal, ja, das alte Tanky, das hat ja viel mehr Spieler als das jetzige. Oder als Classic, erst recht. Ne? Vielleicht wollen die Spieler halt das alte Tanky, so wie es halt ist. Tja. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Oder kann man da einen leichten Kompromiss fassen? Im Grunde das alte Tanky, aber mit M-Stufen, so wie man sich das jetzt vorgestellt hat. Also das heißt, stellt euch vor, Tanky früher, so wie es ist, und jetzt kommt ein Update, okay, ja, das wird natürlich dann viele Leute komplett enttäuschen, natürlich. Aber stellt euch vor, ihr würdet jetzt neu anfangen. Weil ihr müsst ja sowieso neu anfangen. Ihr habt ja keinen Account in Classic. Ne? Aber einfach nur mal so als Gedankenexperiment. Altes Tanky, so wie es ist, aber sie würden wieder ein Rebalance machen. Und dabei werden halt die M-Stufen näher aneinander gebracht. Ja, so halt, dass die Sprünge nicht mehr so deutlich sind, sondern halt viel geringer. Und man gleichzeitig die Möglichkeit hat, von Rekrut bis Generalissimo eine Schlacht zu erstellen. Aber ansonsten, alles andere ist wie das alte Tanky. Keine Overdrives oder sowas, ja. Die ganzen Skins, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, ich meine mal, es hat natürlich schon, wie soll ich sagen, natürlich Parallelen zum alten Tanky. Natürlich. Ist aber halt auch eine andere Form. Ja? Ist halt schwer zu beschreiben. Ja? Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist halt nur, wie groß oder wie klein ist der Kompromiss, den man da vielleicht eingehen sollte, damit das Ganze ein Erfolg ist. Ja, zwischen diesem, ich will das alte Tanky und wir müssen aber ein Spiel rausbringen, was irgendwo auf Zukunft sicher ist. Was halt hoffentlich noch dann in 2, 3, 5 Jahren besteht. Ja, und da ist halt die Frage, wie groß oder klein ist eben dieser Kompromiss, den man da dann entsprechend eingehen muss. Aber gut, so, das ist erstmal nur so meine Gedanken. Ja, wir schauen mal, was ist. Also ich finde das jetzt halt, ich versuche ja auch diese Sichtweise irgendwo natürlich nachzuvollziehen und die kann ich auch verstehen, ja. Ich habe das ja hoffentlich erklärt. Also deswegen, da sage ich nicht, das ist ja alles Müll. Ne? Ich habe natürlich auch meine Gedanken als Spieler in erster Linie, ja. Aber wie gesagt, ich kann natürlich halt hier nachvollziehen, dass man auch etwas am Ende auf den Weg bringen will, was halt hoffentlich nicht in einem halben Jahr wieder eingestampft werden muss. Aber man sieht halt, wie gesagt, jetzt natürlich auch schon die Probleme, die es halt gibt, ja, wenn zu wenige Leute online sind. Und stellt euch mal vor, das wäre dann der Stand in einem Jahr. Das Spiel ist frei verfügbar für alle, aber so viele Spieler, wie es jetzt gibt, gibt es in einem Jahr, weil es halt kaum einen interessiert. Würde man es dann noch spielen? Ja, mal gucken. Ne? Mal gucken. Schauen wir mal, was dieses Jahr alles so bringt für Tanky Online, Tanky Classic. Abschließende Worte. Ich hoffe wirklich, dass irgendwann mal Werbung für das Spiel gemacht wird. Es ist mittlerweile auf so vielen Plattformen verfügbar. Aber ich habe es hoffentlich im Video auch kurz mal deutlich gemacht. Es bringt halt nichts, auf allen Plattformen verfügbar zu sein, meine Meinung.
und gleichzeitig keine Sichtbarkeit zu haben auf diesen Plattformen. Weil wenn du dich halt erstmal durch 100 Spiele irgendwie durchklicken musst oder scrollen musst, so, du wirst halt nicht bei Tanky Online landen, sondern irgendeins der 99 oberen Spiele nehmen, bevor du bei der 100 landest. Oder die Suche aufgeben, ja. Ich meine mal, wer geht denn schon, höchstens ein ganz kleiner Bruchteil, ja, aber wer geht denn schon halt Seite für Seite für Seite für Seite durch, nur um halt irgendein Spiel zu finden, was er vielleicht spielen wird. Wenn er schon die ganzen anderen Spiele schon vorher gesehen hat, ja, die er hätte auch spielen können. Ja, deswegen hoffe ich sehr, dass man halt irgendwie dann mal wieder etwas macht, um neue Spieler zu diesem Spiel zu holen. Ja. Weil ohne Spieler macht ein Online-Spiel wenig Sinn. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Teil von was auch immer das hier war. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.